herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und? Micha, der Kameramann. Genau. Roy. Und wer noch? Laura. Genau, die bastelt auch neben mir. Die hat nämlich auch hier das Set gemacht. Unser herbstliches Thema steht direkt vor mir. Liegt auch direkt vor mir. Und das ist nämlich heute ein DIY mit Beeren aus unserem Garten und ein bisschen was vom Wegesrand. Mit einer selbstgemachten Schale aus Kokosseil, einem Untersetzer und die Lichter haben wir selber gemacht. Auch mit, hier haben wir gerade angemacht, das Toilettenpapier brennt noch ein bisschen. Aber hier seht ihr nebenan, da ist es schon abgebrannt und dann rußt das auch nicht mehr. Genau, und dieses Thema haben wir nämlich heute. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Das sind die Sachen, die wir heute brauchen für unsere Tischdeko und alle heute mit dabei. Sophie unterm Tisch, die beiden hier oben auf dem Tisch. Auf der anderen Seite ist noch die Gracie, außer Berry, der ist draußen. Und wir fangen mal an. Ich habe hier vorne, da habe ich diesen Schmuckdraht, so ein Aludraht in Orange noch gefunden. Dann habe ich ein bisschen Toilettenpapier. Dann habe ich eine kleine Plastikflasche, da habe ich schon mal den Boden abgetrennt. Dann habe ich Rapsöl, solche Vasen, eine Plastikschale, Zellophan, dann noch ein bisschen Plastikpapier oder ja, da gucken wir mal, ob ich das überhaupt brauche. Dann haben wir das Kokosseil, das finde ich total schön, weil das auch so wunderbar natürlich ist. Und das ist alles das, was wir im Garten gefunden haben. Hier habe ich sogar noch mit Sophie heute noch ein bisschen beim Laufen gepflückt. Und hier habe ich auch noch sogar so kleine Äpfelchen noch gefunden, die lagen auf dem Boden. Die habe ich mitgenommen. Dann habe ich hier den Hasendrahtzaun. Und hier hinter Manni, wer ist das, Manni? Hinter Manni haben wir noch unser Moos. Und ich würde sagen, es geht los. Das Allerwichtigste schon mal vorab, die richtig schön putzen, sauber machen, damit die, nachher kommen wir da nicht mehr ran und damit die richtig schön glänzt. Nachher, wenn das Feuer nämlich an ist, dann sieht man sonst überall diese ja, Fingerspuren und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen mache ich die jetzt einmal eben sauber. Und jetzt habe ich hier von unserem Ilex-Baum, habe ich mir ein bisschen was abgemacht. Und hier schneide ich, jetzt fallen hier schon ein paar Früchtchen ab, schneide ich mir einfach mal so ein Stück, was ich gerne in die Vase hätte. Und hier auch noch mal einen zweiten. Und dann gehe ich gleich noch mal eben runter, wasche das richtig schön ab, damit wir gleich im Wasser keinen Dreck haben. Ich schneide mir jetzt hier einmal ein Stück von dem Draht ab. Ihr könnt hier oben in der Infobox mal gucken, da hatten wir, glaube ich, 4 Ideen für Blumenarrangements. Und da haben wir auch mit Draht die Gerbera nämlich fixiert am Stein. Und der ist natürlich sehr gut. Das ist so ein Aludraht, der ist super biegsam. Und da werde ich jetzt die beiden hier erstmal eben mit fixieren. Dann könnt ihr mit dem restlichen Draht hier um den Stein herum, den habe ich eben vergessen vorzustellen. Genau, und dann ist es nämlich super fest. Drückt das so ein bisschen nach unten. Ich muss nämlich gucken mit der Höhe, dass das nachher in der Vase passt. Man kann es einmal so ein bisschen ranhalten, aber ich denke, die Höhe wird passen. Ich gucke gleich nochmal, weil wir müssen nachher ein bisschen Spielraum haben hier von Wasser zum Öl hin, damit das Feuer nachher hier richtig schön brennen kann. Schön angedrahtet. Wir wollen ja 2 Vasen machen. Die andere habe ich jetzt schon mal in einer anderen Vase, da haben wir schon mal ausprobiert. So, den zweiten stelle ich jetzt hier rein. Und jetzt werden wir das, es ist alles sauber, vorher abgewaschen und jetzt füllen wir das mit Wasser auf. Und ich würde mal sagen, so ungefähr bis knapp über die Blätter. 아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 숨죽여 들었어.
habe ich nicht richtig gut abgewaschen. Ist auch egal. Aber jetzt kann man sehen, Micha, ich weiß nicht, kannst du mit der Kamera noch ein bisschen weiter runterkommen? Es ist eben wichtig, dass jetzt die komplette Pflanze oder Äste oder egal, was ihr da drin habt, einfach komplett mit Wasser bedeckt ist. Und jetzt nehme ich nämlich unser Rapsöl. Rapsöl ist eigentlich sehr, sehr gut dafür und fülle mir jetzt hier erstmal richtig einen ordentlichen Schwung rein. Nun haben wir so, ich würde mal sagen, so gute 3 cm, oder Micha? Ja. Ja, genau. Laura ist auch da. Das heißt auch 3, ne? Ja. Mhm. Genau, so gute 3 cm. Ich glaube, es ist ganz gut, weil dann haben wir genug Spielraum auch gleich für den Docht. Und jetzt kann man auch ganz gut sehen, das Wasser, den Abschluss, dass man genug Spielraum hat und hier oben mit dem Öl. Und dann geht es nämlich weiter. Jetzt haben wir hier nämlich unsere Plastikflasche. Und die kommt jetzt nicht in den Müll. Da habe ich einmal unten nur den Boden einmal komplett abgeschnitten. Das ging easy going. Und hier unten mache ich mir jetzt mit der Nagelschere ist ganz gut. Also ich habe das vorher natürlich jetzt wirklich mal ausprobiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt so mit der Nagelschere ein paar Mal drehen und dann kriegt man hier wunderbar in der Mitte ein Loch, weil hier unten ist es meistens verstärkt in der Mitte und wie gesagt mit der spitzen Nagelschere ein paar Mal drehen und dann geht das wirklich relativ einfach und man hat super mittig hier ein Loch jetzt hier unten in dem Boden. Und jetzt nehme ich nämlich mein Toilettenpapier, ich nehme hier ein Stück, lege mir das in die Hand und nehme jetzt hier die Ecke und drehe mir das erstmal hier ganz vorsichtig. Und jetzt kann man sich das nämlich hier super eindrehen. Und ich werde jetzt hier den Rest eben einmal abschneiden. Drehen wir jetzt hier das schön fest. Schneide mir das hier schon mal ab. Drehe noch mal ein bisschen. Weil jetzt ist es natürlich wichtig, am besten hier noch ein bisschen spitzer, dass wir das hier einmal durch das Loch schieben können. Das geht jetzt wunderbar. Und ziehe mir das jetzt hier ein bisschen hoch. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass der Docht nicht bis ins Wasser geht, weil dann zieht er Wasser und dann geht er natürlich aus. Das heißt, ich gucke jetzt einfach mal hier und würde mal sagen, das müsste eigentlich sehr gut sein. So, diese Länge hier oben schneide ich mir jetzt auch noch mal eben ein Stück ab. Und dann setze ich mir das ganz vorsichtig hier schon mal in die Mitte rein. Das sieht doch cool aus, oder? Ja. Ist wie so ein kleines Schwimmlicht. Jetzt warte ich einen kleinen Moment ab, dass das Toilettenpapier sich mit dem Öl vollsaugt. Und dann brauche ich natürlich ein Feuerzeug. Feuerzeug gefunden. Und jetzt machen wir den mal an. Guck mal, wie schön, Ja, oder? funktioniert gut. Na, da braucht man noch nicht mal eine Schwimmkerze. Jetzt muss er erstmal ein bisschen einbrennen. Und ich finde, dass die Kombi ist doch total schön zum Herbst. Einfach und ein bisschen was Herbstliches. Da könnt ihr auch Blüten, könnte man auch mit einem Stein unten festkleben mit Heißklebe, wenn man wirklich richtig viel macht. Da kann man Kunstblumen unten reinmachen. Ich finde das zum Herbst jetzt schön mit den Beeren. Und die zweite Deko-Idee dazu kommt jetzt. Das hilft mir gleich, weil wir möchten gerne 2 Sachen machen. Und zwar möchten wir gerne mit diesem Kokosseil 2 Sets machen, damit das richtig schön natürlich ist und die Natürlichkeit nochmal auf dem Tisch mit ist, wo man dann ein bisschen Licht hat und so ein bisschen Gemütlichkeit. Und wir möchten gerne auch eine Schale damit machen. In diese Schale sollen natürlich auch Beeren rein, aber wir werden die jetzt erstmal vorab präparieren. Und dann nehme ich jetzt hier unser Zellophan und gehe jetzt hier erstmal und kleide die Schale damit einmal aus. Ich mache das einmal so, damit die ein bisschen geschützter ist. Und einmal nochmal die anderen Seiten. Richtig schön rangedrückt. Und jetzt geht es nämlich los. Wir nehmen jetzt den Heißkleber, machen hier jetzt schon mal an unser Kokosseil ein bisschen ran. Und den Anfang, da drücken wir das jetzt erstmal so zusammen. Warten, bis es angetrocknet ist. Gehe ich hier wie bei einer Schnecke oder wie eine Schnecke mit dem Heißkleber schön rum.
Also diese Sache kann man ja wirklich mit Juteband, mit Makramee-Band, mit Wolle, kann man mit allen Sachen machen. Bei dem Kokosseil ist mir aufgefallen, dass die Klebe unheimlich schnell haften bleibt. Und wenn einen das stört, kann man jetzt natürlich super mit so einer kleinen Schere sich die, hier habe ich überall so ein bisschen Klebe noch hängen, kann man nachher die Feinarbeit machen und sich die Klebestücken natürlich abschneiden. Ende angekommen und jetzt mache ich hier nochmal schön Klecks Heißkleber ran und drücke mir das hier nochmal richtig gut fest. Und sieht doch ganz gut aus, oder? Ja, Wir echt gut. probieren. Wir machen das jetzt einfach mal ab. Ich habe mir das Zellophan hier oben eben schon mal abgerissen und werde jetzt ganz vorsichtig hier jetzt das runterdrücken von der Schale weg. Und dann könnt ihr die hier guck, plopp, plopp, plopp. Wunderbar. Und jetzt haben wir eine richtig tolle, natürliche Schale. Und mir gefällt das wirklich gut. Und dir? Ja, sieht aus wie, oh, wie Eine gekauft. Schale. Wie gekauft. Genau, wie Wie gekauft. fertig gekauft. Und ich finde das eigentlich ganz gut. Ich werde jetzt mal gucken. Ich werde jetzt hier oben das Zellophan abschneiden. Einmal komplett rundherum geschnitten. Guck mal, wie eine Obstschale. Also wir können Ja. da wirklich super Obst reinmachen. Hier oben, da kann ich ja noch mal eben ein bisschen nachschneiden. Und Fazit, also beim nächsten Mal weiß ich Bescheid, würde ich auf alle Fälle den Kleber noch mehr in die Mitte, also zum Zellophan. Ich habe das so rauf gemacht, dass das übereinander geht. Und ich denke, wenn man noch mehr reingeht in die Schale, dann hat man hier den Kleber auch nicht. Ich glaube, das geht viel besser und das gefällt mir wirklich gut. Da jetzt aber hier Pflanzen reinkommen sollen, also unsere trockenen, das soll ja gleich passen zu dem Licht, kommt jetzt hier Draht rein. Das machen wir gleich. Und Laura ist so lieb, die kommt nämlich gleich rüber. Und ich mache hier einfach mal den Anfang mit. Ich zeige dir das nochmal eben. Wir möchten jetzt noch 2 Untersetzer machen für unsere Vasen mit dem Licht. Und das machen wir jetzt wie eben auch gerade. Wir fixieren uns das hier wieder mit dem Kleber. Und hier geht es natürlich nicht. Hier muss ich jetzt mit dem Kleber rein und dann geht natürlich auch ein bisschen nach oben, was man dann nachher abmachen kann. Und da machen wir jetzt wie so eine kleine Schnecke und machen uns das einmal fest. Ich habe mir jetzt hier den Rest noch mal eben aus dem Schuppen geholt. Diesen Hasendrahtzaun, den benutze ich ja öfter mal. Und das war, glaube ich, der Rest von unserem Herzen. Da hatte ich das Mus rausgenommen. Genau. Und das bewahre ich immer auf. Und dafür ist es ganz gut. Kann natürlich auch sein, dass ihr jetzt einen Steckigel oder irgendwelche Steckmasse habt. Und ich werde jetzt aber hier mir den Draht natürlich vorsichtig, ich habe jetzt keine Handschuhe an, ganz vorsichtig nach innen biegen und mir dann hier in unsere Schale machen. Ein bisschen geknüllt, schwuppdiwupp und wunderbar. Es passt perfekt hier rein. Und jetzt geht es nämlich los. Jetzt kommt das Schöne. Laura kommt jetzt gerade mal den Set und ich hole jetzt die ganzen Beeren und stecke die hier einfach rein. Und das Schöne ist, dass alles aus unserem Garten ist. Und das wird so richtig toll herbstlich. Also mir gefällt das gut. Und dir? Ja. Oh, Laura auch? Ja, mega. Mega. Genau. Und alles, der kippt jetzt ein bisschen, aber sobald da jetzt mehr Stiele natürlich drin sind, hat das noch mehr Stabilität. Und jetzt gucke ich einfach mal, ich mache mir jetzt hier unten immer noch so ein bisschen die Blätter ab. So, guck mal. Alles reingesteckt, was wir hatten. Na, alles nicht. Also die Olive passte natürlich nicht. Da haben alle gesagt, nee, um Gottes Willen. Die Farbe, jetzt bleibe ich an der Hagebutte hängen. Und ich werde jetzt aber trotzdem noch mal von außen das Moos nehmen und alles noch mal nur rundherum ein bisschen verkleiden. Und guck mal, Tara, alles vom Wegesrand. Guck mal, die sind ein bisschen vertrocknet, die können wir auch abmachen. Hier kann man auch Äste reinmachen. Ich finde, das kann man super nachstecken. Alles nachher, wenn die Köpfe hängen, kann man das rausnehmen und man kann da super alles, was man nachher so findet, an Geäst oder eben auch an Beeren, kann man da super reinmachen. Und ja, ich würde mal sagen, wir dekorieren das mal eben hier nebenan ein. Das war unser Thema hier heute, herbstliche Tischdeko. Und Micha zeigt euch das hier mal. Guck mal, mit Beeren in dem Glas, in der Vase, mit selbstgemachten
Kerzen, Schwimmkerzen, genau. Und hier die ganzen Ästebeeren vom Wegesrand aus dem Garten kann man super nachstecken, also sehr nachhaltig, kann man wirklich den ganzen Herbst behalten mit der selbstgemachten Kokoschale. Und Laura hat auch noch geholfen, hier nebenan noch einen selbstgemachten Kokoset und hier auch noch mal mit den Blumen unter Wasser bzw. Beeren. Ihr Lieben, und wenn wir euch heute damit inspirieren konnten, wisst ihr, Daumen hoch, würden wir uns super freuen. Einen Kommentar könnt ihr gerne da lassen. Und genau, Dekowünsche natürlich auch. Guckt hier unten in der Videobeschreibung mal, wenn ihr Dekoartikel sucht, dann findet ihr das hier unten auf unserer Webseite. Da ist nämlich der Link. Und natürlich ein Abo würden wir uns sehr freuen. Aktiviert die Glocke, bekommt immer Info, wenn ein neues Video online ist. Also ihr Lieben, wir freuen uns auf die nächsten Videos mit euch. Eure Conny und Euer Micha, der und Laura. bis dann. Tschüss. Tschüss.